Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The First Tree. Ja, letzte Folge wunderbar. Ich finde das Spiel einfach so wunderschön und ich möchte das Ganze hier mal ein bisschen mehr genießen. Im Schneegebiet sind wir einfach so durchgerusht, glaube ich, irgendwie. Okay, wir sind auch ein bisschen hin und her. Es lag aber auch nur daran, weil man die Flecken nicht so gut gesehen hat. Ich denke mal, in dieser Welt wird das Ganze ein bisschen anders sein. Da fallen die Punkte schon ein bisschen mehr auf. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt auch hier für Erinnerungen kriegen, weil das ist jetzt ja so ein Frühlingsgebiet. Mal gespannt. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows at the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Ja, als Alleinerziehender hat man es manchmal nicht leicht, weil er redet jetzt die ganze Zeit nur von seinem Vater. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Vater alleinerziehend war. So, der war beim Militär gewesen. Wahrscheinlich nicht komplett ohne Schaden davon gekommen. Kann ich mir gut vorstellen. Und da ist sowas natürlich schwierig. Klar, als Teenager denkt man sich auch so, okay, hier, komm. Du redest, du hast keine Zeit für mich, du magst mich nicht. Tja, meistens ist genau das Gegenteil der Fall. Gerade weil man dich liebt, redet man nicht viel. Hä? Huch. Okay, ich glaube, das hätte einfach nur... Die Schmetterlinge sollten eigentlich die Bewegung darstellen, da gehe ich mal von aus. Was haben wir da? Was sind das? Das sind die Schmetterlinge, oder? So, die geben so einen kleinen Boost. Das ist ja nett. Das sieht mir nach Schule aus. He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But
but all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us send a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Ja, spreche mit der Polizei. Und die Aussagen der Eltern. Ich bin nicht sauer auf dich, ich bin enttäuscht. Das scheint also der Charakter zu sein, also der Mann, gehe ich mal von aus, als Teenager und als Erwachsener. Würde ich jetzt einfach nur so stumpf behaupten, aber ich gehe mal davon aus, dass ich richtig mit meiner Annahme liege. Ja, hat leider nicht ganz gereicht. Also geht auch. Gefällt mir. Okay, das gefällt mir nicht so gut. Aber wir sind ein unsterblicher Fuchs. Na, guck mal, da ist der Truck, den wir gerade gehört haben. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? It surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. Das kann natürlich sein. Aber das weiß nur der Vater allein. Okay, wie kommen wir zu dem Truck? Ich will zu dem Truck. So kriegen wir das hin. Wasserfall müssen wir auch noch hoch.
Wie ich das sehe. Ah, das hat nicht ganz gereicht. Mit denen sollte das vielleicht funktionieren. Nein, du und du jetzt nicht. Ich sehe alles. Nein, ich habe den zweiten Sprung vergessen. Den Doppelsprung muss man ziemlich schnell ausführen. Nein, zu weit. Einmal so einfach. So. Das hat doch prima funktioniert. Meine Frage ist, bevor wir jetzt hochspringen, können wir schwimmen. Okay, wir brauchen gar nicht schwimmen. Wasser hält uns auch nicht auf. Aber war auch klar, wir sind unsterbliche Fuchs, als ob wir hier jetzt sterben könnten. Aber man muss es halt ausprobieren. Okay, das hat nicht viel gebracht. Also dann zumindest mal da oben. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass er noch mit dem Wasserfall was war. Aber es wird eigentlich, das ist jetzt gemein. Also wir brauchen 3 Schmetterlinge. Alles klar. Wie kann man auch stacken? Das ist gut zu wissen. Deswegen müssen wir. Okay, jetzt ergibt das Ganze hier ein bisschen mehr Sinn. Die erstmal wegmachen, weil die würden wir da oben sowieso wieder verlieren. Und jetzt erst die Wasserfall-Schmetterlinge, dann die vor dem Wasserfall und dann die am Stein. Dann haben wir unsere 3 zusammen. Klingt gut, klingt gut. Wir dürfen jetzt nur nicht mehr springen. Ah, das sollten wir hinkriegen. Die haben wir jetzt auch gesammelt. Ja. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush and able to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. Oh. Dann haben wir das auch. Okay, wir haben seine
Mauer überwunden. Die haben eine Trophäe erhalten, 50 Stars. Schon über 50 von diesen Glitzerdingern eingesammelt haben. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Das ist so schön. Okay. Hätte ich das nicht tun sollen? Ich glaube, wir sind im nächsten Gebiet. Ja, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter, ne? Also, keine Ahnung, wir sind noch nicht mal bei 20 Minuten, aber ey. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.